Auf welche Art von Projekten hat sich TH spezialisiert und warum? Wir haben uns auf die komplexe Projekte spezialisiert, in Spannweite von Städtebau, Architektur und Bestand, auch so ein Kleingartenhaus bis zum großen Shoppingcenter über 100.000 Quadratmeter in diese Richtung. Dazwischen befindet sich diversen Mixed-Use-Gebäude. Wir machen sehr gern die Privathäuser und das alles machen wir immer mit einem sehr spezifischen von uns entwickelt im Prinzip. Welche Berufsgruppen arbeiten im Büro? Wir sind ein Büro von 7 Personen. Das ist so eine typische Größe in Wien, die man finden kann in Architekturbüros. Mit dieser Kombination schaffen wir sehr flexibel zu bleiben. Wir können diversen Komplexitäten machen und wir adaptieren uns immer schnell zu jeder Herausforderung. Nach dem Not haben wir noch Externe, die mit uns zusammenarbeiten. Wie ist das Büro intern organisiert? Wir arbeiten projektorientiert und jedes Projekt hat sein eigenes Team. Wir haben klare Aufgaben, aber jeder in unserem Büro kennt das ganze Prozess, kann sich im Prozess einschließen. Herzstück unseres Büros ist unser Workflow mit BIM. Wir verwenden BIM-Prozesse sehr gern. Wir arbeiten mit diversen Projektplattformen. Was ist in der Auswahl neuer MitarbeiterInnen besonders wichtig? Da mag ich sehr viel dieses Wort Mitarbeiterinnen, weil wir arbeiten alle gemeinsam miteinander. Und da ist am allerersten wichtig Chemie. Gibt es da Chemie? Verstehen wir uns gut? Dieses Teamsarbeit. Und na klar, parallel mit diesen alle Prozesse sehr wichtig ist die fachliche Kompetenz. Und weiteres ist auch sehr wichtig, dieses Will, das man lernt. Also da muss ein Will sein, wo man erkennt, okay, die Kollege oder die Person ist bereit, weiter zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wie sieht dein Alltag als Büroinhaber aus? Ich kann so sagen, ich bin ein All-in-Package. Mein Alltag schaut so aus, dass ich mich sehr oft von diversen Aufgaben von einer zu anderen wechseln. Und da bewege ich mich von Entwurfsaufgaben bis zum Koordinationsdinge, die ich mache, diverse Besprechungen mit Kollegen im Büro, Besprechungen mit dem Bauherrinnen, Besprechungen und Abstimmungen mit Behörde, diverse, würde ich so sagen, Besprechungen oder Tätigkeiten, die so nach außen sich bewegen, das heißt Akquise, und eigentlich auch versuche ich, unsere Online-Präsenz mehr sichtbar zu machen. Mit welchen StakeholderInnen arbeitet TH zusammen? Mit verschiedenen Personengruppen, Auftraggeberinnen, Behörden, Fachplanerinnen, Bauunternehmen, Investoren, Betreiberinnen. Wichtig zu sagen ist, dass alle Spieler in dem ganzen Spiel von dem früheren Startpunkt miteinander verbunden sind. Also man sollte diese ganze Beteiligten in die Gruppe gemeinsam bringen, sagen wir so auf einen Tisch und miteinander reden. Und dann kann ich sagen, dieser ganze Prozess wird wirklich gut laufen. Sozusagen ist Kommunikation das Wichtigste. Genau. Wie verläuft die Anfangsphase eines Projekts? Die Anfangsphase eines Projekts startet immer mit Grundlagenermittlung. Wir analysieren das Grundstück. Wir schauen uns, was rechtlich möglich ist, was nicht möglich ist. Und dann bewegen wir uns weiter. Und danach entwickeln wir die Szenarien, wie Funktionalität, Kosten, Nachhaltigkeit. Und das alles müssen wir irgendwie gut zusammenbringen. Macht das Büro bei Wettbewerben mit? Ja, also Wettbewerbe machen wir gern. Da muss ich sagen, also mit unserer Größe des Büros, wir versuchen 2 bis maximal 3 Wettbewerbe pro Jahr, meistens 2. Einfach, wir können nicht mehr schaffen, aber durch diese 2 Wettbewerbe, bis jetzt war unsere Strategie immer, versuchen wir mit noch einem Partner, ein Ziviltechnikerbüro oder ein Bauträger oder sowas in Partnerschaft zu kommen. Und dann treten wir nach außen gemeinsam, weil gemeinsam sind wir stärker. Und dann ist das Risiko auch kleiner. Was passiert, wenn ein Projekt oder ein Wettbewerb nicht erfolgreich ist? Ja, das ist eigentlich etwas, was sehr oft kommt, dass man in Wettbewerb nicht gewinnt. Ist auch etwas, was man akzeptieren muss.
Konkurrenz ist einfach sehr hoch. Da gibt es sehr viele Büros oder Gruppen, die auf die Wettbewerbe mitmachen. Es ist sehr, sehr oft, dass man negative Ergebnisse bekommt. Und wenn das so ist, man muss sagen, okay, da habe ich was gelernt, da habe ich eine Erfahrung gesammelt und was kann ich von das lernen? Und da in unserem Büro machen wir oft etwas, was wir Lessons Learned genannt haben. Das machen wir auch gern mit jedem Projekt. Und da machen wir es in diesem Prozess, dieses Prozess von Lesson Learn, machen wir so einen Reflexions über unsere gute Dinge und vielleicht nicht gute Dinge. Oder wir reden darüber, was könnten wir noch besser machen oder tun. Mit jedem Wettbewerb wird ein Büro und ein Team immer stärker und besser. Welche Phasen sind am herausforderndsten? Jede Phase ist für sich speziell. Es kann auch sein, oder man kann auch sagen, vielleicht diese Zwischenlücke von einer zu anderen Phase ist vielleicht etwas, was herausfordert, was eine höhere Herausforderung hat. Und da kann ich sagen, zum Beispiel eine Überbrückung von Entwurfsplanung bis zum Ausführungsplanung ist sehr herausfordernd. Das ist der Punkt, wo man in einer Tatsache sehen wird, funktioniert mein Entwurf überhaupt? Wir versuchen immer in THA und ist unsere Philosophie, unser technisches Know-how und die Dinge, die wir kennen, von dem Anfang in unser Konzept und unsere Ideen zu integrieren, sodass die Dinge, die wir planen und unsere Ideen am Ende machbar sind, dass man dem wirklich realisieren kann. Da ist aber sehr tricky zu sehen, kann ich jetzt, und das ist das beste Prüfung, ist jetzt mein Entwurf wirklich durch die Ausführung machbar. Und das lernen wir genau in die Ausführungsphase sehr gut. Wie erfährt TH von Projekten und wie sichern Sie sich diese? Das ist eine sehr gute Frage und alle wollten das wissen. Und ich sage dir sehr ehrlich, ich will das auch gern wissen. Also bis jetzt kann ich wirklich sagen, durch Empfehlungen, Mundpropaganda, man versucht sich Präsenz zu machen, online, aber auch live. Also die Live-Vernetzung ist sehr wichtig. Eine gewisse Portfolio muss man bauen über eigenes Team, über Projekte, die wir gemacht haben, über diese gemeinsames Know-how, weil da sehe ich immer Büros Know-how sehr wichtig und das muss man am Ende des Tages irgendwie richtig nach draußen verkaufen. Und das ist etwas, was ich selbst mich immer frage, machen wir das überhaupt richtig? Aber ich kann sagen, sehr wichtig sind die Leistungen, hochwertige Leistungen, sodass jeder Kunde immer zufrieden ist. Das ist auch unsere Philosophie. Aber nicht nur Kunden, sondern auch die Baubehörde. Man sollte wirklich eine gute Zusammenarbeit mit beiden Seiten machen. Ich sehe uns Architekten als Brücken zwischen der Baubehörde und Bauherren und unsere Kunden, na klar. Wir versuchen irgendwie die Dinge richtig für die Stadt und für die ganze Welt zu machen, von einer Seite. Und von der anderen Seite, wir versuchen auch die Wünsche oder die Visionen von Kunden zu realisieren. Das ist aber ziemlich schwierig. Und wenn man das gut macht, wenn man versucht, irgendwie beide happy zu machen, dann kann man sagen, die Leistung war gut und diese Personengruppen würden über uns etwas Gutes weitersagen. Welche Rolle spielt nachhaltiges Planen bei TH? Nachhaltiges Planen spielt bei uns zentrale Rolle und ich würde sagen, heutzutage reden wir sehr viel über Nachhaltigkeit. Meiner Meinung nach, Nachhaltigkeit sollte mit uns sein von Anfang an. So, das sollte kein neues Thema sein, ist aber. Wir versuchen und tun unser Bestes, dass jedes Projekt, das wir machen, nachhaltig ist. Bei diesen Themen beschäftigt sich besonders die Partnerin von unserem Büro, Paying Han, die sich so in die Richtung Net
Zero-Carbon-Strategien spezialisiert hat. Dieses Know-how, die uns Paying bringt, integrieren wir einfach in jeden unseres Projekt und schauen wir, dass nicht nur unsere Kunden, Bauherrinnen oder Auftraggeberinnen, sondern auch der Staat, in dem wir leben und Land davon profitieren. Und am Ende des gesamten Planet. Das ist das Ziel, wo wir alle hin wollten. Welche Rolle spielen Natur und Begrünung? Natur und Begrünung ist ein Thema, die immer wieder bei dem architektonischen Projekte aufpoppt oder wird immer wieder populär oder neu gedacht oder neu entwickelt oder neu eingepackt. Ich würde sagen, sehr wichtiges Ding. Die Gebäudenbegrünung und Integration von Gebäuden in Natur ist sehr wichtig. Da gibt es sehr viele Wege, wie man das machen kann. Ich würde jetzt nicht anfangen mit grünen Dächern, grüne Fassade, Fassadenbegrünung und so weiter. Ich glaube, da müssen wir ein größeres Bild sehen und das muss nicht nur auf der Basis von Gebäuden bearbeitet werden, sondern auch auf städtebaulicher Ebene. Das heißt, mehrere Gebäude gemeinsam ist eine Gebäudegruppe, die existiert. Aber was mache ich genau in diesen kleinen Umgebungen mit die Straßen, mit den Gehsteigen, Parks vielleicht und so weiter und so fort. Und das Frage stellt sich, wie kann diese Natur, obwohl es ist ein Staat, aber wie kann diese Natur von draußen nach innen zu Gebäude gemeinsam kommen? Und da versuchen wir oft bei vielen Projekten, noch mehr bei den privaten Häusern, einen sozusagen Integration von innen nach außen und außen nach innen zu bauen, wo man nicht so trocken getrennt von Natur lebt. Und jetzt würde ich ein bisschen kritisch reden über die heutige Technologien. Wir unterstützen die Technologie offensichtlich sehr viel, aber einige Gebäude total perfekt eingepackt und geschlossen, die auch auf dem Mond existieren könnte, ist vielleicht nicht der Weg, in dem wir uns bewegen sollten. Es ist nicht schlecht, dass man absolut alles zentral luften kann. Das ist alles gut und das sollte jeder neue Gebäude können. Aber die Verbindung zur Natur, zu dem Luft, Fenster als Tool, Naturlicht zu bekommen, die frischen Luft, die Bezug zu den Bäumen draußen. Also diese Begrünung, würde ich nicht nur sagen, sollte sich auf die Fassade manifestieren, sondern die sollte irgendwie Teil des Gebäudes sein. In welchem Weg und in welcher Art und Weise ist ein anderes Thema. Was sind die größten Herausforderungen beim nachhaltigen Bauen? Da reden wir immer über die Kosten. Und wo will ich hin? Also ich versuche irgendwie bei solchen Herausforderungen die Kosten von einer Seite mit dem Qualität oder nachhaltigen Bauens auszubalancieren. Und das ist etwas, was man nicht so einfach hinkriegt. Wie kann ich sicherstellen, dass ein Gebäude nachhaltig ist? Wie viel kostet mir das? Und manchmal, das ist das Tatsache, die nachhaltiges Gebäude ist sehr schlecht wirtschaftlich gestaltet. Das heißt, die Kosten sind so hoch, dass ich mich frage, kriege ich wirklich am Ende Nachhaltigkeit? Weil ich verbrenne von einer Seite so viele andere Ressourcen. Das heißt, eine Balance, also man muss immer eine goldene Mitte in diese ganzen Konstellation finden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also Balancierung zwischen den Kosten und Ziele. Wie stellt TH sicher, dass Projekte langfristig relevant bleiben? Für uns ist wichtig, dass wir planen etwas, was langfristig weiterleben kann. Das Ziel ist nicht zu planen, ein Gebäude oder einen Raum, der für eine begrenzte Zeit existiert und dann wird weggeräumt und neu gebaut. Das wollten wir nicht. Unser Ziel ist immer, die Entwicklung unseres Gebäudes oder Entwürfe so durch die Zeit zu sehen
und diversen Szenarios zu planen, sodass die Gebäude und die Räume, die wir entwickeln, flexibel bleiben. Mit dieser Flexibilität sichern wir, dass die neuen Nutzer in Zukunft diese Gebäude adaptieren und weiterentwickeln können. Und sozusagen, jeder Gebäude hat so einen Lebenszyklus und da wollten wir, dass dieser Zyklus oder das Gebäude immer nach vorne geht. Der dreht sich quasi im Kreis, darüber redet alle oder jeder heutzutage, aber das ist ein ohne Ende Prozess, wo eine Gebäude sich bewegt und in jedem Zeitschiene oder in jedem Punkt in Zukunft, die neue Nutzer bringt was dazu, baut was um, schiebt eine Wand, adaptiert die Fassade, öffnet neue Fenster oder was auch immer, aber die Gebäude oder die Bauwerke, die wir planen, müssen einfach bereit sein für die Flexibilität und für die neuen Nutzer. Das ist sehr wichtig. Wie verändern sich deine Aufträge in der Zukunft? Ja, also ich glaube, es wird schwieriger und schwieriger. Die Projekte müssen präziser werden in Kostenschätzung, die müssen präziser werden in CO2-Evaluierungen, in generellen Kontrolle über das Gebäude. Die Projekte müssen nachhaltiger, die müssen schneller gemacht werden. Wir müssen wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Versionen, Optionen zu Bauherr geben. Wir würden alle Darstellungen oder in unseren planerischen Outputs noch präziser werden. Wir als Planer würden wahrscheinlich noch mehr Optionen immer wieder geben, wo die Bauherr einfach sehr viele Steuerung oder Kontrolle über die Gebäude hat. Und das muss alles irgendwie gut zusammensitzen. Und wahrscheinlich ist der BIM-Prozess kombiniert mit heutigen AI ein Weg, den wir alle momentan folgen. Gibt es ein Projekt, auf das du besonders stolz bist? Das ist eine super Frage. Da gibt es eigentlich viele Projekte, aber ich kann vielleicht nicht ein Projekt rausnehmen, aber ich kann über Projektengruppe da reden. Und da, glaube ich, sind wir besonders stolz bei gewissen Privatprojekten. Da sind meistens Familien mit Kindern und da haben wir sehr intensiv mit Familien gearbeitet und wir haben so Planung gemacht oder Workshops, wo alle zukünftigen Nutzer, und das inkludiert auch Kinder, beteiligt war und seine Idee auf den Tisch gebracht haben. Und da kann ich sagen, haben wir ein paar wirklich schöne Häuser, auf denen wir sehr stolz sind. Vielen Dank für die Zeit und für das spannende Gespräch. Danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Super, danke.